Servus, Leute. Servus. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, der Outdoor-Schwabe. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, dabei seid und oder meinen Kanal gefunden habt. Im heutigen Video möchte ich euch jemanden vorstellen, es geht ums Thema Schnitzen. Ihr kennt ja meine Holzschüssel, die ich habe, und heute habe ich mal den Kollegen eingeladen, der die gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, wir befragen ihn mal, was und wie das so funktioniert, mit was er das macht, was für Holzarten es gibt, was für Schüsseln man daraus machen kann, was für Kuxas man machen kann. Und für die Leute, die nicht wissen, was eine Kuxa ist, ich weiß nicht, ob du eine dabei hast. Eine halbfertige. Eine halbfertige. Okay, alles gut. Jo, also ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier ein kleines Lager, ein bisschen mit Feuer und so, und dann kochen wir uns einen Tee und dann fangen wir mal an mit der Fragestunde. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Freut mich, dass ihr dabei seid. Bis gleich. Celine Dion ist auch mit dabei. Kann ich von hier aus vielleicht ein bisschen pusten? Okay. So Leute, wir haben jetzt Feuer gemacht nach etlichen Stunden gefühlt. Ja, wir sind halt beide noch nicht so richtige Profis. Ja, ein bisschen üben, dann geht es schon. Ja, jetzt kommen wir zum Teil Tee machen und dann wird unser Kollege hier sich ein bisschen vorstellen und wird ein bisschen was zum Besten geben. Also er hat viele Sachen dabei, man sieht's, sieht auch alles echt cool aus und nach viel Arbeit bin ich mal gespannt. Der Löffel ist auch cool. Na, der ist sogar fast fertig. Also eigentlich muss man nur noch ein Öl. Okay, geil. Okay Leute, wir machen Tee und dann wird er uns ein bisschen was erzählen hier. Wer er ist, was er macht, wie er drauf gekommen ist und ja. So machen wir das. So machen wir das. Also, bis gleich. Freunde, es ist zipfelkalt, ein bisschen, aber ist okay. Ich rutsche mal ein bisschen rüber zu dir. So. Hi. Also,
Dann würde ich sagen, erzähl uns einfach mal ein bisschen was über dich. Und ja, du hast das Wort. Das Wort liegt bei dir. Wir lauschen gespannt an deinen Lippen. Also, okay. Also, ich bin der Samu. Eigentlich habe ich mit Outdoor-Zeug jetzt nicht so viel zu tun. Bei mir kommt es nämlich tatsächlich eher vom Mittelalter. Ich habe eine Lagergruppe, das bedeutet, wir gehen auf Mittelaltermärkte, stellen da unsere Zelte auf und zeigen quasi den Marktbesuchern dann, wie das sich damals so gelebt hat. Und früher oder später kommt man dann noch dazu, dass man irgendeinen Beruf oder ein Hobby dann in diesem Mittelalter-Thema hat. Und bei mir ist dann ganz am Anfang tatsächlich das mit dem Schüsselschnitzen gewesen. Ja. Ja, aber das sieht ja auch alles echt cool aus. Also man muss sagen, sowas gibt es ja auch beim BW Online Shop und was weiß ich, wo man sich solche Sachen kaufen kann. Und ich finde es halt immer cool, wenn man sowas hat, wo halt handgefertigt ist, also wirklich von jemand gemacht, den man auch kennt. Ja? Also man weiß, wo es herkommt und für den nachhaltigen Aspekt ist es einfach geil. Und ich finde es einfach cooler, wenn es eine persönlichere Note hat, wie wenn man jetzt irgendwas 0815 aus dem Internet kauft, wo jeder Depp dann das gleiche hat, quasi auf gut Deutsch. Und so hat halt, weiß nicht, ist alles individuell und die eigene Idee reingebracht und viel persönlicher als sowas, finde ich. Ja. So, ja, dann meine Frage mal, was für verschiedene Holzarten gibt es denn oder aus was lässt sich am besten so eine Schüssel, sowas wie das hier jetzt, schnitzen, am einfachsten für Anfänger jetzt? Also fangen wir am besten mal von Anfang an. Das ist meine tatsächlich allererste Schüssel, die ich geschnitzt habe. Die habe ich auch schon jahrelang jetzt im Lager im Gebrauch und die hat ewig gedauert, weil das einfach Nadelholz ist und bei Nadelholz ist es so, dass die lange Fasern haben. Bedeutet, wenn du da einmal reinschnittst, dann bricht es sofort eine komplette Faser raus und dann sieht es halt am Ende einfach nicht schön aus. Deswegen würde ich einfach mal sagen, die meisten Nadelhölzer sind dafür nicht geeignet. Es gibt so ein paar spezielle, zum Beispiel Zirbe oder so, aber Zirbe ist auch wieder so eine Sache, da ranzukommen. Das schon mal vorweg. Also Zirbe ist auf jeden Fall, Nadelhölzer sind auf jeden Fall nicht so gut geeignet. Okay. Dann haben wir hier das Nonplusultra für jeden Schnitzer. Das kann man auch auf Amazon oder so kaufen. Das ist Linde. Das ist ein sehr weiches Holz, hat kurze Fasern. Also das hier, was man jetzt sieht, das habe ich innerhalb von einer Stunde geschnitzt. Krass. Das ist halt im Gegensatz zu dem, wo ich irgendwie 2 Monate gebraucht habe und im Gegensatz zu dem eine Stunde, das ist schon ein riesiger Unterschied. Okay, das ist krass. Und das Ding ist halt, das kriegst du auch hinterhergeschmissen. Ich habe so ein ganzes Konvolut bekommen von, ich glaube, so einem Stapel von zugeschnittenen Lindenhölzer für 20 €. Okay. Also man muss da auch ein bisschen auf eBay Kleinanzeigen schauen und so weiter, weil auf Amazon kostet dann halt so ein Brett mal 20 € und dann, ja, ist ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Schon krass. Und wie lange hast du gebraucht, bis du rausgefunden hast, welches Holz für was am besten geeignet ist? Also das muss ja auch gewisse Erfahrungen haben, also das kannst du jetzt nicht einfach, ich meine, bestimmt kannst du sowas auch googeln, aber ich meine, die persönliche Erfahrung, raucht voll her, die persönliche Erfahrung, so wie lang braucht man da, oder bis man weiß, welches Holz am besten ist oder am einfachsten? Also eine gewisse Zeitspanne kann man da jetzt nicht sagen. Man lernt halt eigentlich mit jeder Schüssel zum Beispiel. Jetzt mit meiner allerersten Schüssel, da habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, dass irgendwas nicht stimmen kann, warum ich so lang brauche oder warum das so scheiße ist. Okay. Deswegen habe ich da nicht relativ schnell gemerkt, okay, irgendwas ist falsch. Entweder mein Werkzeug stimmt nicht oder mein Holz nicht. Und dann habe ich mich halt ein bisschen belesen und so weiter. Ja, hier das und das nimmt man und dann ist es immer mal wieder und dann probierst du neues Holz aus und dann merkst du eigentlich vom Arbeiten her, wie das funktioniert. Okay, also quasi mit jeder Schüssel, mit jeder Holzart merkst du das dann sofort eigentlich. Ja, das ist cool. Das ist cool. Und was ist jetzt dein Lieblingsholz, mit dem du arbeitest? So? Mein allerlieblingsholz ist tatsächlich Ahorn. Das ist hier die kleine Schüssel, lässt sich auch super verarbeiten, ist allerdings ein Hartholz. Man braucht zwar ein bisschen länger, kriegt nicht so viel Materialabtrag, hat man nicht so einen großen. Aber ich finde, dafür ist es einfach mega schönes Holz. Das ist jetzt sogar geriegeltes Ahorn, bedeutet, wenn man das ölt, dann hat es wie so ein Flimmern drin. Okay, geil. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bei Gitarren und so weiter wird das öfters verwendet. Okay, ja. Richtig cool. Ja, also so ganz leicht, ich weiß nicht, in der Kamera sieht man es wahrscheinlich nicht, aber hier zum Beispiel dieses Streifen hier. Ja, auf jeden Fall geil. Sehr schönes Holz und das, siehst jetzt hier, ist relativ dunkel, weiß nicht, ob man es so sieht. Und auf der anderen Seite ist es heller. Das gelbt ein bisschen nach mit dem Sonnenlicht.
Aha. Das ist auch ziemlich geil. Da sieht man halt einfach, dass es ein bisschen älter ist und ja. Genau. Okay. Was wir jetzt noch dabei haben, ist Birke. Da kommt man relativ einfach ran. Ist aber auch ein bisschen ein Krampf, das zu machen. Das geht schon besser als so Nadelhölzer oder so, aber das ist wirklich hart. Okay. Also das denkt man jetzt am Anfang nicht, aber das ist tatsächlich von allen hier am härtesten. Und wie kriegst du jetzt sowas hier zum Beispiel rein? Mit was machst du das? So schöne Verzierungen rein und sowas. Da hast du dann ein spezielles Werkzeug oder machst du das mit dem Messer und pinselst es nach? Oder wie machst du das? Also bei dem habe ich es jetzt so gemacht, das ist die einzige Schüssel, wo ich das gemacht habe, das ist die Schüssel von meiner Freundin, deswegen habe ich das so verziert. Da habe ich das mit so einem V-Kerbschnitzmesser. Also das ist nicht rund wie die normalen Schnitzmesser, sondern es hat wie so eine V-Form. Und dann kannst du das hier so langsam nachfahren. Okay. Und dann habe ich das quasi ausgepinselt. Ich wollte es erst mit Asche eigentlich einreiben, sodass es ein bisschen authentischer aussieht, aber das hat dann nicht gehalten. Okay. Und deswegen ja, gut, habe Asche greift sie wahrscheinlich ab. Ja. Und Okay. deswegen habe ich das quasi mit ein bisschen ausgepinselt mit, was weiß ich, was es war. Nee, aber ist cool. Also ich finde sowas wirklich, wirklich cool. Und ja, vom Samo ist ja auch die Schüssel, die ihr in einigen Videos schon gesehen habt. Und wie gesagt, ich bin einfach von sowas begeistert, weil ich mag selber im Wald schnitzen und sowas, aber das ist halt natürlich Profischnitzen hier. Das ist andere Liga. Ja, ist echt so. Und ich bin halt wirklich wahnsinnig begeistert von sowas. Und ja, also die Arbeit, die da drin steckt, das ist schon auf jeden Fall ein Haufen persönlichen Wert, hat es einen Haufen, ich sag das mal so. Ja. Und da hat er auch hier was reingeschnitzt. Das ist das, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, nicht, dass ich es wieder falsch sage. Das ist eine sogenannte Schutzrune, gerade für so Wanderer eigentlich. Also damals im Mittelalter und so weiter gab es ja noch keine Outdoor-Leute, das waren dann halt diese Waldläufer, hat man die genannt. Je nachdem, welche Zeit und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Und das war quasi so eine Schutzrune, die immer auf Sachen drauf bekommen haben, damit die eine sichere Reise haben. So, jetzt wissen wir das auch, weil das ist nämlich wichtig, weil aus dem Zeichen, was du mir hier drauf gemacht hast, ist natürlich dann auch mein Logo entstanden, das jedes Mal am Anfang, am Abspann kommt. Weil ich das einfach den Sinn von der Rune in Verbindung mit dem Hobby ist einfach, habe ich mir gedacht, das muss mit rein ins Logo. Jo, jetzt sind wir bei meinem Logo, wir wollen eigentlich über das Schnitzen schwätzen. Jetzt gucken wir mal schön nach dem Tee und dann geht's weiter, Leute. Bis gleich. Teechen, wir fertig. It's tea time. Tea time? It's Stößchen. Stößchen. Hast du Grüß gesabbert, dich. hast du? Ey. Nein, mit einer Oh. Tasse. Achso. Hier auf meine Schüssel. Oh nein. Jetzt geht sie kaputt. Jetzt quillt sie auf, Alter. Meine habe ich auch noch erwischt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt auf der Liste. Das wäre Thema Werkzeug. Weil viele Leute interessiert es ja auch, mit was für Werkzeug macht man denn eigentlich so eine Kuxa oder mit so eine Schüssel? Was für Werkzeug brauche ich dafür? Und vielleicht sagt uns zusammen ja noch, was für ein Preisbudget man sich da bewegt. Wenn man das Werkzeug haben will, mit dem er jetzt arbeitet. Dann überreiche ich das Wort wieder an dich. Ja. Du bist der gefragte Mann, der Mann der Stunde. Dann fangen wir doch mal mit dem Werkzeug an, mit dem ich angefangen habe. Okay. Hier an der Lederschürze habe ich sogar auch dabei. Ja, aus Leder machst du ja auch viele Sachen eigentlich selber, gell? Ja, zum Beispiel hier die Messscheide habe ich selber gemacht, die Lederschürze, die ist eigentlich, damit halt die ganzen Holzspäne jetzt nicht so auf der Klamotten hängen bleiben. Gerade im Mittelalter ist das wichtig, weil das ist so grob geschwebte Wollstoffe, da bleibt es noch mal länger hängen. Ja. So, das Nonplusultra, allererste, was ich mir geholt habe, ist von Kirschen ein sogenanntes Hohleisen. Wenn man das ist quasi wie ein Stemmeisen und hat hier vorne eine Rundung drin. Und mit der schnitzt man dann quasi Jetzt geht's Span los. für Span immer ein Span ab. Also ja, Span für Span, ein Span. Ja, genau. Macht Sinn. Ja, genau. ist logisch. Also man beginnt quasi in der Mitte und arbeitet sich dann immer nach außen.
So, damit kriegt man eigentlich sehr viel hin, gerade was so im Bereich von Schüsseln ist. Wo es jetzt problematisch wird, bei so kleinen Sachen wie bei einer Kuxa zum Beispiel, weil wenn man hier unten ankommt, dann sieht man schon, hat man hier einen Widerstand und man streicht eigentlich bloß den Boden. Mhm. Habe ich das deutlich genug ausgedrückt? Ja. Quasi, weil ja hier die Wand kommt. Ja, kommst vom Winkel her Ja, gar nicht genau. anders rein. Ja, genau. Ja. Deswegen ist bei solchen Geschichten immer besser, man hat ein sogenanntes Hakenmesser. Ja, wir arbeiten hier auf geringstem Raum hier. So, ja. Das ist dieses Ding hier. Das ist quasi wie ein Schnitzmesser, hat hier oben also eine Biegung drin und damit kommt man hier halt perfekt in die Rundung rein. Okay. Genau, das sind so die zwei Hauptschnitzwerkzeuge, die man für Schüsseln, Schalen, Kuxas, Löffel, keine Ahnung, alles wo man eine Kuhle haben will, sind das zwei quasi diese Hauptwerkzeuge. Okay. Wo hast du jetzt deine Werkzeuge hergeholt oder wo hast du gekauft? Die habe ich einfach bei Amazon bestellt. Amazon, ja. Genau, ja. Man muss halt wissen, wonach man sucht und von denen gibt es auch verschiedene Größen. Am besten ist da nicht eine zu kleine zu nehmen, weil ansonsten schnitzt man da ewig, hat man immer bloß einen Spanabnahmen von so 3 mm oder so. Und zu groß ist auch nicht gut, wobei die großen auch echt viel Geld kosten. Also wahrscheinlich wird sich das eh niemand überlegen, das Ding davon zu kaufen, weil es halt einfach extrem viel Geld wert ist. Aber vielleicht können wir es auch so machen, dass Samu mir einfach die Links mal zuschickt, wo du das bestellt hast, die Bestelllinks. Ja. Dann verlinke ich euch das alles unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da auch mal schauen. Und ja, aber jetzt, mit was arbeitest du am allermeisten so? Eigentlich mit allem, oder? Benutzt du eigentlich jedes Werkzeug? Ja, am allermeisten tatsächlich das hier. Also das ist wirklich, seit ich das habe, das Ding, mit dem ich fast alles mache. Okay. Genau. Man sieht hier, bei mir ist jetzt hier auch schon was rausgebrochen. Also ist nicht nur eine kleine Kerbe oder so, sondern da ist wirklich was weggebrochen. Das war bei meiner allerersten Schüssel genau dieses Aschloch hier. Dieses neues Arschloch. Neues Werkzeug, erste Schüssel. Ich dachte so, ja, voll geil, ich kann das jetzt machen und dann gleich sowas. Und seitdem habe ich hier das drin, ist für mich eine Erinnerung. Das bleibt auch drin. Ist jetzt zwar nicht mehr so geil mit dem zu schnitzen, weil man halt dadurch ein bisschen was verloren hat, aber es stört mich jetzt generell erstmal nicht, weil ich kann trotzdem gut damit arbeiten. Ja, wo wir wieder beim Punkt sind, wenn man mit was arbeitet oder wenn man selber, wenn man das Werkzeug einfach gebraucht und beansprucht, dann bekommt es einfach nochmal einen ganz anderen Wert, wie wenn man dann einfach, viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, es gibt bestimmt Leute, die dann sagen, boah, das ist voll im Arsch, ich hole mir jetzt einfach ein neues. Und das finde ich halt auch cool, dass du einfach sagst, nee, das hat eine Story, das bleibt drinne, weil das erinnert mich immer wieder an die erste Schüssel, die ich gemacht habe. Ich finde cool, ist cool. Ja, und das hat dann auch wieder was Persönliches. Sowas mag ich. Sowas finde ich richtig gut. Weil man muss nicht immer neueste Sachen kaufen und ja, habe ich auch schon mal gesagt, man muss nicht immer das Neueste vom Neuesten haben. Manchmal tut es auch einfach gebrauchte Sachen und wenn man selber damit arbeitet und es in Gebrauch hat, dann kriegt es einfach nochmal eine ganz andere Geschichte, Hintergrund. Okay. Was ich am zweitmeisten habe, ist mein Schnitzmesser. Viele kennen das wahrscheinlich, das ist so ein Standard-Schnitzmesser. Ist jetzt nicht eher für Outdoor, Bushcraft und so weiter geeignet, dadurch, dass es halt so klein ist. Ja. Und weil man damit halt auch nicht betonen kann oder so. Aber das Ding ist ultra scharf und man bekommt die feinsten Schnitte damit hin. Also das Ding ist wirklich auch eins meiner Lieblingsschnitzgegenstände. Damit mache ich eigentlich auch fast alles, was nicht im Bereich Rundungen und so weiter ist. Okay, krass. Ja, das ist wirklich schon sauscharf. Ja. Vom Morak nie. Ja. Man muss dazu sagen, die ganzen Sachen, die ich jetzt habe, die kosten auch tatsächlich nicht viel. Das ist gut zu wissen, weil ich muss mir auch noch so einen Satz bestellen, weil ich möchte auch mal ein bisschen im Schnitzen ein bisschen tiefer eintauchen. Ja, habe ich dann auch noch was mitgebracht nachher, damit du mal siehst, was so der Unterschied ist zwischen billig und auch billig, aber trotzdem was, womit man arbeiten kann. Ja, okay. Gerade bei dem Löffelmesser. Aber das machen wir später. So, was natürlich dazu gehört, was ich jetzt aber für mich privat gekauft habe, also jetzt gerade nicht für Mittelalter oder so weiter, weil das kannst du nicht bringen. Kennen wahrscheinlich auch viele, die Silk hier.
eine Säge, einfach weil ich auch öfters mal in den Wald gehe und mir da mein Holz hole. Was es zwar jetzt auch nicht so ganz korrekt ist, aber ich glaube, bei so einem kleinen Scheit oder so sagt jetzt auch niemand was. Da wird niemand was sagen. Also Vor allem auch immer Totholz, weil Frischholz, stimmt, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Grünholzschnitzen und trockenem Holzschnitzen. okay. Bei dem Grünholz ist so, das ist ein bisschen einfacher, aber man hat immer die Gefahr, dass es entweder verdreht, quasi so, bei dem sieht man es ein ganz klein wenig, wenn man da reinschaut. Ja, Das hat sich so verdreht und dass es Risse bekommt. Das ist ganz oft so, wenn man Grünholz schnitzt. Warum bekommt es Risse vom Austrocknen her? Ja, oder? genau. Ja. Das ist ja noch nass und dann dadurch, dass es ja schwindet Ja. und arbeitet, bekommt es Risse. Und das ist immer so das größte Thema eigentlich beim Schüsselschnitzen, die Risse. Okay. Deswegen bin ich eigentlich ein Fan davon, wirklich furztrockene Sachen zu schnitzen. Da bist du immer auf der sicheren Seite. Perfekt. Genau. Und deswegen die Säge, aber die ist jetzt in dem Thema jetzt eigentlich nicht so relevant. Aber die ist geil. Die Säge, also ich habe mir die abgespeichert auf Amazon, ich verlinke das gleich alles da unten. Also das ist wirklich, wirklich eine geile Säge, ja. Gerade eben Okay. auch ein bisschen Holz gemacht mit der Säge. Ja, So, ein Gerät, das habe ich mir erst vor kurzem gekauft, weil ich zu Hause gerade ein riesiges Waschbecken für unser Lager schnitz. krass, oder? Das hat, ich glaube, im Durchmesser nachher 60 cm, also das wird so groß ungefähr, so tief. Und da braucht man ein bisschen mehr als nur so ein kleines Ding. Und aus was vom Holz schnittst du das? Das ist Esche. Ein Waschbecken aus Holz, Leute. Das ist Esche. Das ist auch nicht so geil geeignet, aber das war halt da. Okay. Weil wo kriegst du so einen Stamm her, im Durchmesser ungefähr so hoch? Ja. Das kriegst du halt nicht einfach so. Das habe ich bei unserem Schmied von der Gruppe, dem sein Kumpel, der ist Förster und von dem habe ich das aus dem Wald bekommen. Gerade für das Projekt. Und das war halt Esche, ich habe halt das genommen, was ich bekommen habe. Ja, gut. Hätte ich es jetzt mir aussuchen können, hätte ich auch was anderes genommen, aber ist jetzt halt so und das ist auch schon fast fertig und sieht auch gut aus, von dem her passt es auch. Ja. Ne, da bin ich mal, also wenn das Projekt mal fertig ist, dann muss ich mal ein paar Bilder schicken, dann posten wir das mal auf Instagram, da bin ich mal gespannt. Also da bin ich echt mal gespannt, das ist schon krass. Okay. Andere Frage noch ganz kurz zwischendurch. Ja. Darf ich dein Instagram verlinken? Klar, ja. Ja? Mein Also falls persönliches jemand oder? das, wo du mir gibst. Okay. Ansonsten würde ich halt einfach das von unserer Lagergruppe und von mir dann das Ja, von der genau. Lagergruppe, also die Lagergruppe ist jetzt neu, deswegen gibt es da noch nicht so viel, aber da wird auf jeden Fall was kommen. Ja, Auch weil zu den dann, anderen dann Leuten, verlinke ich das mit rein, auch in der Videobeschreibung, falls jemand noch irgendwelche Fragen hat, irgendwelche offenen Fragen, wo er sagt, ich weiß nicht so, oder selber gerade am Schnitzen ist und kommt irgendwie nicht weiter und braucht vielleicht nochmal einen Tipp, dann kann er sich beim Samo melden. na gerne. Ich denke mal, der Samo freut sich da dann auch, wenn er da jemand weiterhelfen kann. Ja. Okay, Okay, weiter. im also. Das ist eine sogenannte Achse oder Hohldechsel. Das ist quasi eine Axt, die das Blatt gedreht hat und einmal Sieht schon krass gebogen. aus, ne? Und damit kann man halt echt, also vielleicht machen wir nachher mal kurz einen Shot, wie Ja. sich das reinarbeitet. Das ist brutal, was man da rausbekommt. Das ist jetzt, gerade für die große Schüssel habe ich das mir gekauft, aber ich werde es auch in Zukunft wahrscheinlich für kleinere benutzen, weil ich am Anfang einfach mehr Materialabtrag habe. Das passt hier auch gut rein. Kann ich mir gut vorstellen, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert bei kleineren Schüsseln. Okay. Aber das wird wahrscheinlich in Zukunft auch öfters bei mir in Einsatz kommen. Einfach Zeitersparnis. Ja, das sieht auch schön aus. Achso, ja, das sieht schön aus. Ja. Aber es ist echt und Ja. verdammt scharf, Leute. Okay. Ich muss auch dazu sagen, diese Dinger sind tatsächlich nicht so günstig. Wenn man sowas sich überlegt, dann am besten nicht gleich am Anfang, weil damit kann man bloß die groben Sachen machen. Und es ist teuer. Also das wird sich erst lohnen, wenn man wirklich weiß, okay, das ist was für mich. Das will ich in Zukunft öfters machen und ich will auch viel mehr Schüsseln schnitzen. Dann kann man sich sowas überlegen. Ja, genau. Okay. Okay. So. Dann habe ich jetzt noch mein Schleifgerät. Das wäre die nächste Frage gewesen. Genau. Das ist einmal so, man kann hier verschiedene Schleifblätter einspannen. Das ist bei mir Nassschleif, weil es einfach besser Ja. ist zum Schärfen. Und hier drüben ist eine
eine Lederseite zum Abziehen und es hat auch hier so Kohlen drin. Dass ich dann quasi mit meinem Messer, wo habe ich jetzt mein Löffelmesser? Nehmen einfach das. Keine Ahnung. Ach so, da hinten. Ah, okay. Man nimmt quasi das Messer und kann es dann hier genau in der Kohle entlang fahren. Und genauso hier in diese Richtung, sodass man geil. beide Seiten quasi gut schärfen kann. Da gehört auch ein bisschen Übung dazu, aber das ist beim Schärfen immer so. Könnte man sich theoretisch sowas auch selber bauen? Schwierig. Oder? Schwierig, weil du musst den Radius genau einhalten. Wenn es Okay. irgendwelche Heimwerker gibt mit einer Oberfräse oder speziellen Sachen, jetzt halt nicht irgendwie Akkuschrauber und einen Fuchsschwanz zu Hause, dann wird es ziemlich schwierig. Ja, okay. Theoretisch kann man sich selber machen, aber das Ding kostet 15 € oder so. Ja. Bis du das gemacht hast, Ja, hast du dir schon 3-mal gekauft. Hast du 3 Schlüssel geschnitzt wahrscheinlich. Okay. Dann kommt man jetzt noch zu Kleinkram. Da würde jetzt jeder Bushcrafter Outdoor sagen, der spinnt doch. Aber essentiell wichtig, Lineal und ein Bleistift. Das sieht man hier auch mal bei meinen ganzen Schüsseln. Ja, ist alles Das eingezeichnet. ist alles eingezeichnet hier, Zentrierung und so weiter. Das ist einfach, das alles aus dem Kopf raus und freihand zu machen, das ist ultra schwierig. Und wenn du da bloß eine Linie hast, wo du dich dran orientieren kannst, dann denkst du so, du hättest auf einmal Skills wie, keine Ahnung, Skills dein Vater, was weiß ich. Ja. Aber das ist wirklich essentiell wichtig, das unterschätzt man gerne. Okay. Ja, gut. So, Schnitzhandschuhe, für mich relativ wichtig. Die werde ich jetzt nur zu Hause tragen, auf dem Lager und so weiter. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, mit denen rumzurennen. Aber es gab schon oft genug die Situation, wo ich mir einfach den Finger geschnitzt habe. Da kennt man auch so einen hier. Ja. Oh ja. Ja, die habe ich tatsächlich auch geschenkt bekommen von meiner Freundin, weil, ja, warum Ja, auch nicht. sowas ist schon. Also schnittfeste Handschuhe ist, gerade wenn man mit Messern umgeht und sowas, eigentlich wichtig. Ja, das sind solche Handschuhe einfach scheiße. Aber ja, braucht man halt. Ja. Gerade wenn man mit so, das ist ja wirklich skalpellscharf hier. Also das ist wirklich, das ist schon richtig scharf. Ja, und vor allem das Ding, das muss ja ungefähr alle 10 Minuten durch das Nachschärfen, Ja. damit es seine Schärfe behält. Ja, und wenn du mit dem nicht dir mal einen Finger reinschneidest, das ist halt, der fehlt halt schon ein Stück. Mhm. Okay. Genau, und das allerletzte noch, das habe ich mir selber ein bisschen gebastelt, ist auch noch nicht fertig, das soll halt nur seinen Zweck erfüllen. Das ist hier bloß so eine Ballenauflage. Man sieht hier auch, wie gut es abgenutzt ist. Das habe ich jetzt 2 Tage oder so auf dem Lager im Einsatz gehabt und ist schon so abgeranzt, weil es einfach so extreme hier dagegen drückt. Also man nimmt quasi das Hohleisen hier gegen den Ballen und ungefähr so zum vorne führen und dann drückt man quasi bloß hinten mit dem Ballen. Und wenn du das halt Span für Span machst, das hast du nachher Blasen, irgendwie was, keine Ahnung. Und deswegen habe ich mir das so ein bisschen hingebastelt, ist irgendein Lederrest oder so. Ist auf jeden Fall Gold wert, das Ding. Cool, was man nicht alles selber machen kann, ha? Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wirklich. Also, Chapeau, mein Freund. Da sieht man halt, dass jedes Hobby und jedes Ding halt auch einfach seinen Aufwand hat. Und ich finde es cool. Also wenn im Endeffekt sowas rauskommt wie hier, so eine Schüssel, muss man schon sagen, das ist halt schon geil, sowas. Ja, Freunde, ich mache jetzt nochmal eine Runde Tee. Das machst Genau. 10 € auf Amazon und Mora 20 bis 30 € auf Amazon, wie da der Unterschied ist. So, das erste, was man sieht, das hat nur eine Schneide hier auf der Seite. Bedeutet, man kann bloß zu sich hinarbeiten. So. Und wie man jetzt schon sieht, da funktioniert tatsächlich relativ wenig. So. Jetzt geben wir einfach ungefähr das Doppelte aus. Und ich denke, das ist ungefähr, also da kann jeder sehen, wo man halt sparen kann und wo man halt nicht sparen kann. So Leute, also jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen kleinen Einblick gehabt in Samu, seine Arbeit, so was es so macht mit
wie er die Schüsseln herstellt, was für Werkzeuge er braucht, was für Holzarten er benutzt. Und ich finde, das Thema ist megamäßig interessant. Und vielleicht, sage ich jetzt mal so spontan und salopp, vielleicht gehen wir mal beim Samu in der Werkstatt vorbei, wenn es besser Wetter ist und wenn er wieder länger in der Werkstatt ist. Dann kommen wir mal vorbei und dann würde ich sagen, gucken wir dir mal zu bei der Arbeit. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant, dass man vielleicht sieht, wie er das macht. Ja, wir haben jetzt grobe Einblicke gehabt von dem Beil und von den Rundmesser, Löffelmesser. Genau. Jo. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, ich verlinke Samu sein Instagram unten. Dann könnt ihr den gerne fragen oder schreibt es in die Kommentare. Vielleicht guckt Samu ja dann mal rein, ein bisschen in die Kommentare, oder ich schicke ihm dann, wenn jemand eine Frage hat, dann kann er das auch in die Kommentare beantworten. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr selber auch schon mal sowas geschnitzt habt, aus was vom Holz, wie lange ihr da ungefähr gebraucht habt. Wird mich und ihn wahrscheinlich auch interessieren. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag, Nacht, morgen, Abend, wann immer ihr einschaltet. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, und ich fand es heute wirklich ein sehr interessanter und toller Tag. Also es war cool. Mit Feuer, Tee und allem drum und dran, so wie es sich gehört. War richtig, richtig cool. Ja. Also vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir das Video zu machen heute. Ich finde es cool und wir sehen uns das nächste Mal wieder im Wald. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, haut rein und geht raus in die Natur und macht euer Ding. Bis dann, Servus. Ciao, ciao.